Meine Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zur ersten Folge der Price Rangers. Zu meiner Rechten Ranger Paul. Zu meiner Linken Ranger Michi. Und zusammen testen wir billige Gitarren. Heute die Squier Affinity Strat. In Candy Blue Sparkle. Oh, Candy Blue Sparkle. Candy Blue Sparkle. Sparkle. Ein Glitzerlack, der seinesgleichen sucht. Diese Gitarre gibt es übrigens auch in Candy Pink Sparkle und in Candy Green Sparkle. Also die Optik ist natürlich immer entscheidend beim Gitarrenkauf, für uns aber auch der Preis. Diese Gitarre kostet 220 € und ist damit die zweitbilligste nach der Squier Bullet Strat und weit hinter der Classic Vibe Strat für 440 € einzusortieren. Und wir brauchen ja billige Gitarren. Da wollen wir hin. Da wollen wir hin. Und wie billige Akkorde auf billigen Gitarren klingen, das zeigt uns jetzt der Michi. Aber sehr gerne Ranger Paul. Paul, kannst auch du Melodien zum Träumen spielen? Für uns? Boah. Träumen meinst, du sollst was Sanftes spielen und nicht mich ausnocken mit der 70s-Style-Kopfplatte. Was für starke Oberarme du hast, Paul. Die bekommt man, weil das Tremolo so schwer geht. Oh. Allerdings funktioniert das Tremolo trotzdem geschmeidig. Und verleiht den Akkorden einen leichten Schimmer. Candy Sparkle. Mit etwas Crunch. Sei auch angemerkt, dass das Volume Potty durchaus nicht zu viele Höhen beschneidet. Beim Zurückdrehen. Damit kann man arbeiten, aber was mich eigentlich interessiert, ich meine, du spielst schon schön, aber kann sie auch Metal? Findest du eigentlich, dass die wie eine Les Paul klingt, wo sie doch Humbucker-Ausstattung hat? Sie hat durchaus einen eigenen Klangcharakter durch die ganze Konstruktion und ist somit schon eher jetzt als Bereicherung klanglich zu sehen, als jetzt nur ein Les Paul für Leute, die keinen Les Paul Korpus mögen oder die meinen Les Paul Sound, aber leichter bekommt man nicht. Dafür bekommt man 3 relativ eigenständige Sounds für billiges Geld. Eine leichte Gitarre, wie gesagt, Erlenbody, Ahornhals, Palisander-Griffbrett, ordentliche Buntbearbeitung an den Kanten, man schneidet sich nicht die Finger blutig, Oktavreihen eingestellt. Bei den Böckchen an der Brücke gibt es zu bemängeln, dass sie etwas krumm justiert sind. Das lässt sich allerdings mit handelsüblichem Werkzeug für sehr wenig Geld verändern. Liegt sogar bei. Am Sattel könnte man bemängeln, dass die Kerben nicht tief genug ausgesägt wurden. Das lässt sich zwar beim Gitarrenbauer beheben, kostet aber Geld. Man kann es leicht hören, indem man am ersten Bund zum Beispiel auf der tiefen E-Seite mal drückt. Und damit durchaus leichtes Verstimmungspotenzial
generieren kann. Ansonsten, was mich persönlich stört, sind die Mechaniken ein bisschen, nicht weil es schwarz sind, sondern weil die Übersetzung mir ein bisschen zu unpräzise ist. Die alles entscheidende Frage ist aber letztlich Goldständer oder Tonne? Goldständer. Ich bin auch für Goldständer. Man muss nämlich auch berücksichtigen, dass diese Gitarre, so wie wir zwei, eine Limited Edition ist. In nur geringfügig größerer Stückzahl. Von dieser Gitarre gibt es weltweit, für jeden Staat auf der Welt, weltweit, 500.000 Gitarren pro Einwohner. Das ist gar nichts. Gar nichts. Wisst ihr, wie viele Leute auf der Welt wohnen? Wir, ihr und die ihr so kennt und die anderen. Die anderen vor allem. Das sind schon viele. Und das heißt, eine Wertsteigerung ist bei dem Instrument auf jeden Fall garantiert. 3 bis 5 Euro in den nächsten Dekaden ist gar kein Thema. Ciao, bis zum nächsten Mal.